5 Mopeds, kaum Vorbereitung und ein großes Ziel. Von Eisenach bis in die hohe Tatra, 40 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit und mehr Pannen als Fahrzeit. Aber dafür ein Abenteuer voller unvergesslicher Momente. Wo Ersatzteile fehlen, beginnt die hohe Kunst des Fuschens. Mal gucken, wie wir das wieder repariert kriegen. Das schaffen wir auf jeden Fall. Ich meine, wir sind Profis in sowas. Ja, wir müssen jetzt eh eine offene Kette bei dem machen und dann hoffen, dass keiner die abkriegt. Meinst du? Jetzt machen wir hier irgendwas, was filtert drüber, eine alte Socke oder so halt. Da kommt schon ordentlich was durch. Da kommt richtig was durch, ja, das war... Ja gut, das sollte nicht so sein. Das ist ein bisschen scheiße gelaufen, würde ich sagen. Fuschratgeber präsentiert die Simson-Tour in die Tatra. Der Pfusch kennt keine Grenzen. Oh yeah, das ist unser Nachtlager. Da habe ich geschlafen, da hat Clara geschlafen, da hat Jonas geschlafen. Und da hat das kleine Mobbelchen geschlafen und das andere Mobbelchen liegt noch da drinnen. Und wir hoffen, dass die Sonne gleich durchkommt, weil es ist verfickt kalt. Kann ich auf jeden Fall was Cooles zeigen. Ah ja, was Cooles. Oh yeah. Das ist ein crazy Muster, Bro. Das sieht locker irgendwie cool aus. Ja, kannst du dir das tätowieren? Achso, ja, was ich erzählen wollte. Ich weiß nicht, ob wir das gestern erzählt haben. Hier so 15 Minuten von hier Fußweg entfernt wohnt so ein Typ, der eine Simmer hat. Dürfen wir gleich um 8 den Lenker abbauen und kriegen eine Felge. Zeigen Sie uns. Ja, ich muss das noch optimieren. Wunderwerk. Das muss hier noch alles rein. Ah, das willst du auch mit reinmachen? Ja. Nein, das muss hier unter den Kabelbinder. Also ich dachte, du cuttest das da einfach ab. Oh yeah. Oh das ist yeah. es. Kraft. Nachdem Clara und Jonas gestern bereits den Lenker und die Felge ausgekundschaftet haben, machen sie sich jetzt auf den Weg, um beides zu besorgen. Der Tscheche, dem die Teile gehören, musste gestern zur Nachtschicht los und ist jetzt wieder da. Perfektes Timing mal wieder. Ja, wir haben jetzt einen Lenker und die Felge bekommen. Naja, mal schauen, ob das funktioniert. Die Felge ist ziemlich im Arsch, aber ja, kriegen wir schon am Laufen, besser als die vom Paul. Die jetzige wird sie auf jeden Fall sein. Während die das Ding hier schon ein bisschen auseinandernehmen, werde ich mich um das Blech kümmern, werde das schon mal wieder ein bisschen gerade dengeln. Beim Auseinanderschrauben fallen uns immer mehr Baustellen auf und Ersatzteile, die wir auf jeden Fall nicht dabei haben. Ja, aber wir haben jetzt die Info bekommen, dass irgendwo ein Shop in der Nähe ist. Ja, easy. Der ist halt verbogen nach unten auf jeden Fall. Also quasi der macht hier so einen ganz leichten so, aber es geht sogar. Es ist nur minimal. Guck, und Tank läuft auch nicht aus. Alter, dass das nicht ausläuft. Also, die hier ist gerade. Ja, okay, man sieht es schon So ein deutlich. bisschen. Und die hier Hättest du nicht parallel Ist nicht kaputt mehr machen so- können? War wirklich verdammt. So, wir haben jetzt das Rad auseinandergebaut. Ja, ist einfach die Felge dabei komplett kaputt gebrochen. Das ist geisteskrank. Wahrscheinlich guten Morgen. Und hier innen noch einen mächtigen Riss. Der geht's richtig gut und damit bin ich gestern noch über einen Kilometer hierher gefahren. Alter Lachs, das ist wirklich enorm. Das ist alles nur passiert, weil ich es einmal kurz gebogen habe. Also wir haben, ist der wo ist der neue Innenlüfter Lenker? schlau. Ah, hier ist der neue Lenker. Ist fast kein Unterschied, wie man sieht. Fast kein Unterschied. Dann haben wir noch ein neues Rad bekommen. Neue Felge mit Schlauch und Mantel. Oh, geil, der. Egal, da ziehen wir jetzt nämlich einfach wieder den alten drauf. Schlauch und Mantel. Haben Weil sich da die Ratten durchgefressen oder so? da ist einfach nichts kaputt gegangen. Wie auch immer, da von den Dingern einfach nichts kaputt. Also der Mantel ja okay, aber der Schlauch ist einfach auch nicht geplatzt oder gerissen oder so dabei. Keine Ahnung. Ist egal, wir ziehen das jetzt einfach um. Ist das scheiße? Wir schlagen jetzt hier die Radlager raus. Jo. Aus der alten Felge, weil die hier sind nicht mehr ganz so gut. Genau. Während Noah und Clara jetzt zum
ja, Ersatzteilländer gefahren sind, nochmal zurück nach Deutschland, der ungefähr so 30 Kilometer weg ist. Hier, der Mann, bester Mann. Ich werde hier irgendwo einblenden seine Internetadresse. Wenn ihr hier aus der Gegend kommt, kauft bei ihm. Er ist sehr korrekt. Wirklich nochmal vielen Dank an Mopedheld aus Olbersdorf, der uns außerhalb der Öffnungszeit sofort alle Teile, die wir brauchten, verkauft hat und sogar einen gebrauchten, aber im Gegensatz zu Pauls einen geraden Gabelholm geschenkt hat. Liebe Grüße und sehr empfehlenswerter Laden. Wir haben eine gute Korkdichtung für den Tankdeckel. Dann haben wir hier die Lager. Tankdeckel macht ja auch voll Sinn. Für den Lenkkopflager. Und dann haben wir hier jetzt gleich zwei. Oh, das ist schlau. Das ist schlau. Neue Vorderradachse. Diese Brücke. Den Namen vergessen. Ja, na dann. Wird das Gerümpel jetzt wieder zusammengebaut. Wir fangen jetzt an, also wir müssen erstmal die Gabelbrücke abmachen, den Rest, die ganzen Kabellagen. Und dann fangen wir an mit den Lenkkopflagern. Wir müssen das hier nochmal gucken, dass wir das hier vielleicht ein kleines bisschen zurückdengeln. Genau, dann. Also, wir haben gerade rausgefunden, dass in meinem Stoßdämpfer absolut keine Flüssigkeit drin war. Hier, du kannst mir zeigen, was da rausgetropft ist. Genau das hier. Es bedeckt nicht mal den Boden. Da geht auch Sonnenblumenöl. So, Noah, so hier richtig schön. Oh. So meinst du das? Ja. Ja. So funktioniert das nicht, ihr könnt das nicht in der Mitte durchschlagen, da gibt es einen Anschlag in der Mitte. Diese Lager gehen nicht ganz durch. Deswegen hat das beim anderen nicht geklappt. Ja, ihr Vollidioten, Alter, wirklich. Ja, die da hinten haben wechseln die Radlager, weil das Rad, das wir bekommen haben von dem einen Guy da vorne, war halt gigafucked. Also so, das hat sich halt angehört wie eine Pfeffermühle. Oh yeah, das neue Radlager hat richtig Spaß. Haben wir eine schlecht? So soll's nicht sein. Andererseits ist gut. So soll's sein. Also kein Spiel haben. Aber ihr habt ja auch noch drüben den Sprengel noch nicht drauf, oder? Da gibt's keinen Spaß. Der ist nur auf der Seite. Ja, aber das ist scheißegal, das ist im Anhänger, das Ja, voll. Eigentlich ist also jetzt vorne hast du oben keine Dichtung drin. Das heißt, nicht mehr umdrehen. Machen wir Flüssigkeit rein. Ja, ich hätte gedacht, ein bisschen Motoröl einfach, oder? Nein, Getriebeöl ist zu hart. Wirklich, Rapsöl ist am besten. Olivenöl geht auch, aber ist teuer. Was ist der Unterschied? Ist nicht Öl immer nicht komprimierbar? Na, es geht aber um die Flüssigkeit. Ach so, Also, okay. ja, macht genau. Sinn, Guck macht dir doch Sinn. mal diese Scheißgabel an, da kannst du reinpissen. Da vorne wird jetzt... Was ist denn der Fachbegriff dafür? Ja. Das ist halt ein Mähdrescher, der mäht und drescht. Das ist schon im Namen relativ simpel abgebildet. Ja, Dreschen kenne ich von zu Hause. Grüße an dich, Mama. Wohnen ist halt auch nicht. Kippen, du musst mal so ein bisschen so machen. Das sind 40 Aber ihr Milli. könnt da jetzt noch Getriebeöl reinmachen. Heute nimmt man Cutter. üblicherweise Gabelöl in der Viskosität SAE 10 Menge pro Stoß, kein Motoröl, kein Automatikgetriebeöl. Das Nehmen, es ist dünnflüssiger und verändert die Dämpfung. Kann ich S150 Getriebeöl benutzen? Dann wird er sagen ja. Nein. Mit Speiseöl auf keinen Fall befüllen. Also zumindest reingeschnitten. Ja. Das ist aber Wurst Bro eigentlich, der das Feld mit hat. Du hast auch noch mies am Start. Der baut hier nämlich nochmal gerade eine 75er Düse ein an meiner Mopete. Ist schon mein Fehler, es ist schon drin. Oh mein Gott, ich spreche nie wieder. Ich spreche nie wieder. Bitte. Nein. Hier wird auch schon weiter mächtig geschraubt. Sieht schon fast wieder nach einer Mopete aus. Die Kabel waren ein bisschen zu kurz, weil die unten zusammen gemacht waren mit dem Kabelbinder. Die haben wir einfach aufgeschnitten, damit das einfach reicht. Weil das jetzt ein hoher Lenker war, vorher ein niedriger Lenker. Nicht die Kabel. Neue Lenker. Flach mal so Racing. Ja, halt so einfach. Ja. Sind die Griffe okay? Ja. About love. My love is rotten to the core. Wählt ihr lieber einen Ritter oder einen Samurai? Samurai.
Ja, ich glaube auch. Weißt du, Rissa, du musst ja in dieser Kackrüstung rumlaufen. Ja, du stinkst auch übel, Digga. Die einzigen Frauen, die Das Ding ist halt, wenn nicht jemand halt einfach wegtritt, liegst du auf dem Boden und kannst nie wieder aufstehen. So. Und dann stirbst du so. Samurai sehen auch einfach mehr nach Swag aus. Die haben so ein geiles Schwert, aber so Samurai auch so. Das Geile ist auch, wenn du als Samurai ein neues Schwert hattest, dann bist du einfach rausgegangen und hast den Obdachlosen umgebracht, um es auszutesten, wie gut das ist. Echt? Ja? Also ich weiß nicht, ob es bei allen Samurais war, aber es gab auf jeden Fall welche. Okay. Unfallinstandsetzung, rufen Sie uns an. Die sind äußerst ineffektiv und unprofessionell. Bernhard! Hast du den Ausdruck festgeschraubt? Richtig geil. Das Moped ist an, es läuft wieder, sieht relativ okay aus, aber jetzt suchen wir dieses Blech hier, was den Gasgriff festhält. Ja, uns finden es nicht. Wir haben es einfach hier anscheinend irgendwo in der Wiese verloren. Aber es ist eigentlich schon relativ wichtig. Und es ist halt Arsch, dass es nicht da ist. Deswegen gucken wir, entweder finden wir es jetzt hier noch. Oder, ja, wir müssen uns einfach eins zurecht pushen, weil so können wir auf jeden Fall nicht weiterfahren. Das geht. Geht das? Genau. Eine Eiche, meistens hängt die in deiner Hose. Genau. Ja, genau. Machst du einfach so grob ab. Das passt schon. Das wird jetzt genauso gedengelt. Wir machen erst ein Loch rein, ungefähr auf dieselbe Höhe. Und dann gucken wir, wie das Ergebnis aussieht. Ja, während die anderen gerade los sind in so einem Laden, haben die anderen beiden, also Paul und Jonas, sind los, und die anderen beiden den Spaß einfach gefunden. Hier in der Wiese. Um dieses verlorene Scheißblech wiederzufinden, haben wir mindestens 2 Stunden gebraucht. Naja, jetzt kann es wenigstens wieder losgehen. Vielleicht schaffen wir ja noch ein paar Kilometer. Ja, wieder mal der Tank leer gegangen. Jetzt kommt sowas wieder wie am Straßenrand Tank gehen, sowas kann man doch vermeiden. Könnte man, das Problem ist, der Verbrauch bei dem Moped ist unzurechenbar und wir fahren nicht alle 50 Kilometer an der Tankstelle. Das kam jetzt halt einfach ein bisschen unerwartet. Das war jetzt quasi außer der Reihe, weil wir so oft die Düse umgestellt haben, die Vergasereinstellung so oft überarbeitet haben, dass wir einfach keine Ahnung mehr haben, wie der Verbrauch ist. So. Also, sowas will ich nicht in den Kommentaren sehen. Also wir sind an der Tankstelle, haben alles voll gemacht. Hier war der Vergaser jetzt wieder besser gemacht, weil die eben einfach die ganze Zeit immer ausgegangen ist im Standgas. Ich glaube, das läuft jetzt. Hier wird noch dran rumgepusht. Jupp, das könnte das Problem sein, Aber warum hier kein Sprit durchläuft. Aber läuft da jetzt was? ja, jetzt läuft halt ein bisschen Wasser weg. Das ist le Problemo. Ach du Scheiße. Das ist da braun rausgespratzt. Warte mal, mach den mal auf zu. Zu, so. Ne, so ist Reserve. So müsste zu sein. Hoffen wir, dass das nicht nochmal passiert. Naja. Zumindest ist die neue Korkdichtung hier oben dicht. Jetzt mache ich bei mir nochmal den Vergaser, mache die kleinere, also die 35er Standgasdüse wieder rein, weil die haben jetzt eine größere Düse gemacht. Und jetzt geht er quasi untenrum immer aus und kriegt generell zu viel. Und deswegen mache ich die kleinere Standgasdüse rein. Also gut, muss ich eigentlich nicht groß erklären.
Und bei ihm geht das Licht nicht. Und bei ihm geht das Licht nicht. Er läuft nicht gut, er säuft immer unten rum ab, das habe ich dir aber schon mal gesagt. Als ich gefahren bin, nicht. Ja, weil du fett bist. Bei Elektrikverlagen klarer fragen. Oder auch nicht. Aber wir haben wenigstens einen schönen Sonnenuntergang. Nach einem fetten Schnitzel beschließen wir, dass es uns für heute reicht. Vor allem, weil Pauls Licht nicht mehr funktioniert und somit eine Fahrt in die Nacht nicht mehr möglich ist. Es ist 22:30 Uhr und wir bauen unser Nachtlager auf. Ey, Retalk, wer im Urlaub entspannt ist, ein Hurensohn, Digga. Retalk, Digga. Macht doch die ganze Zeit so Scheiße, die ich ein bisschen abfuckt, Digga. Weißt du? Ganze 60 Kilometer haben wir heute geschafft. Das muss sich morgen auf jeden Fall ändern, wenn wir irgendwann ankommen wollen. Fortsetzung folgt. Nein, es hat fast geklappt. Andere Seite. Ein Versuch habe ich noch, da ist noch nichts drin verdreckt. Scheiße.